Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Silberpreisdrückung. Es ist vorbei. Sie schaffen es nicht mehr. Disclaimer. Silberpreisdrückung. Es ist vorbei. Sie schaffen es nicht mehr. Silber prallt von der zweijährigen unteren Trendkanallinie ab und dürfte bis Jahresende auf 25 bis 30 Dollar steigen, was zu einer starken Rallye bei Goldaktien führt. So sieht es dieser Analyst. Wir sind seit circa 2 Jahren in einem fallenden Trendkanal, sind mittlerweile an der unteren Linie angekommen und haben einfach hier Bodenbildungsversuche gemacht mit der Tendenz, dass es abprallt und wieder an die obere Kanalrand zu gehen, eigentlich dann und dann auch wahrscheinlich in den nächsten Monaten das durchbrechen wird. Also ich denke, das ist ein sehr, sehr klarer Indikator, dass man die letzten Goldaktien im Grunde genommen günstig kaufen kann. Und es dürfte in den nächsten Wochen, Monaten bis Jahresende dürfte dieses Band erreicht werden, irgendwo 25 bis 30 Dollar. Dann geht es vielleicht ein bisschen seitwärts und dann wird die 50er-Marke irgendwann vielleicht bis Mitte nächsten Jahres dann anvisiert. Und das ist das, genau, wo du Goldaktien drauf warten. Die dürften überproportional davon profitieren, obwohl Silber im Grunde genommen gar nicht viel steigt. Na gut, es ist eine Verdopplung, vielleicht mehr, vielleicht auch eine Verdreifachung. Aber das hat die Vergangenheit schon gezeigt. Ähm, Wenn sich Silber verdoppelt oder gar verdreifacht, ist es in dem Umfeld, gerade bei Goldaktien, zu Ver-50-, Ver-100-fachen und in einigen wenigen Fällen auch zu Ver-1000-fachen gekommen. Das war insbesondere in den 1960er Jahren so, als Silber von 1,30 Dollar auf circa 3,50, 4 Dollar gestiegen ist. Und da wurde im Grunde genommen Silber knapp und die Minen, die bis daher sehr am Boden waren, ist fast jede Mine besser als um das 160-fache gestiegen. Also wenn wirklich jetzt sowas kommt wie eine verdoppelte oder Verdreifachung von Silber, das ist eine unglaubliche Chance. Und wie wir hier sehen, das ist der Bodenbildungsprozess, das prallt jetzt nach oben ab und das zieht die Gold- und Silberaktien überproportional hoch. Also eine sehr interessante Entwicklung aus meiner Zeit zurzeit. Und man muss einfach zusehen, dass man bei den letzten tollen Goldaktien, also mit großen Ressourcen etc., noch an Bord geht. Ja, hier ein Junior-Goldproduzent, Operationsgebiet Australien, Kanada, 17 Millionen Marktkapitalisierung, hohes Risiko. Die haben insgesamt 3 Projekte, eins davon in Alaska, 2 davon in Australien, wie auf der Landkarte hier zu sehen ist. Also das Woods Point Goldprojekt liegt in Victoria, also Bundesstaat Victoria, Australien. Das ist 180 Kilometer nördlich von Melbourne, 660 Quadratkilometer. Und in der Vergangenheit wurden mehr als 1,6 Millionen Unzen Gold dort produziert. Liegt in der Weltklasse Goldprovinz Zentral Victoria. Also diese ganze Provinz hat in der Vergangenheit mehr als 2500 Tonnen Gold produziert, also 80 Millionen Unzen. Victoria hat 13 Goldfelder, die jeweils mehr als 1 Million Unzen produziert haben. Hier einige Beispiele. Bendigo mit 22 Millionen Unzen, mit Ballarat 12 Millionen, Castlemaine 6 Millionen Unzen, Starwell mit 6 Millionen Unzen. Und da haben die 660 Quadratkilometer von, also denke ich mal, ist ein sehr lukratives Gebiet. Man kann das noch nicht weiter verifizieren, wie viel Unzen drauf sind, aber ich denke mal, da ist einiges Potenzial. Jedenfalls, dieses Potenzial fließt nicht in den unten angegebenen Potenzialfaktor ein. Dann haben wir noch das Red Mountain Alaska Projekt, 838 Quadratkilometer. Dort handelt es sich um eine silberreiche Zink-Polymetall Gebiet. Auch haben sie noch das angrenzende Goldprojekt Last Chance, IRGS. Und dieses Ganze befindet sich in Zentral-Alaska. Dort gibt es Basismetalllagerstätten mit mehreren Millionen Tonnen, sowie auch Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen
Gold. Also 1,9 Millionen Tonnen mit 157 Gramm pro Tonne Silber, 5,8% Zink, 2,6% Blei und 0,9 Gramm pro Tonne Gold beispielsweise. Und sie haben noch sehr viel Explorationsupside also Potenzial in der Provinz Titina, Gold identifiziert und dieses ganze Gebiet generell, aber wo sie natürlich nur einen Teil von haben, aber insgesamt beherbergt das 200 Millionen Unzen Gold. Auf der nächsten Seite kommt noch das dritte Projekt in Australien. Da gibt's eine Ressourcen. Schätzung, das sind die Werte, die hier eingetragen sind. Und da kommen wir bei der Marktkapitalisierung von 16 Millionen auf Potenzialfaktor von 70. Und diese beiden riesigen Projekte, die jetzt auf dieser Seite sind, sind dann noch überhaupt nicht eingepreist. Das heißt, das ist theoretisch auch eine Aktie mit enormem Potenzial. Sie sehen, das Unternehmen hat all seine Gewinne abgegeben. Es ist ein absoluten Allzeittief. Aber es sieht einfach so aus, als ob auch hier die Bodenbildung jetzt aktuell erfolgt. Und wenn der Markt wieder heiß läuft, dann hat natürlich solche Aktie ein enormes Potenzial. Ja, das ist das Mount Carrington Projekt in New South Wales, 100% im Eigentum des Unternehmens. Das fortgeschrittene Gold- und Silberprojekt Mount Carrington liegt 5 Kilometer von der Gemeinde Drake im Norden von North South Wales entfernt, etwa 4 Stunden südwestlich von Brisbane. Dort haben sie eine York-Ressource von 352 Unzen Gold, 1,3 Gramm pro Tonne und 23 Millionen Unzen Silber. Die habe ich dann auch eingetragen zur Potenzialfaktorrechnung. Wichtige Infrastruktur ist bereits vorhanden, die positiven Vormachbarkeitsstudien für ein lebensfähiges Goldprojekt und später eben das Silber ist bestätigt. Also nur das ist in den Potenzialfaktor eingeflogen. Möglicherweise hat es auf dem noch viel mehr Potenzial. Bei 16 Millionen ist es theoretisch ein Schnäppchen, ist natürlich hohes Risiko. Man weiß nicht hundertprozentig, ob diese Unternehmen das schaffen, aber als spekulative Beimischung sicherlich interessant. Natürlich eben das Potenzial. Die Aktie kann jetzt ist aktuell irgendwo um die 10 Cent, kann locker auf 1 Dollar gehen. Da war das auch schon vorher in dem Mehr-Dollar-Bereich 3, 4. Vielleicht am Ende nimmt es einen Wert zwischen 5 und 10 ein, wenn Gold bei 2400, 2500 ist. Wer weiß. Und genau das ist ja auch das Interessante an dieser Sache, dass ab irgendeinem Punkt unglaubliche Geldmengen, unglaubliche Energiemengen in diese Aktien fließen. Aber im Augenblick nicht. Im Augenblick ist absoluter Pessimismus dabei. Man geht eher davon aus, dass Gold und Silber weiter rundfallen. Aber wie wir eigentlich beobachtet haben, sie schaffen es eigentlich nicht mehr richtig. Ich denke nicht, dass sie Silber großartig weiter runterdrücken können. Das ist es gewesen. Auch Comex ist absolut leer. Die Premiums springen. Ich denke mir, Silber ist tatsächlich in den nächsten 6 bis 12 Monaten wird es irgendwo eine Verdopplung, wenn nicht sogar eine Verdreifachung ungefähr so geben könnte. Also ich meine, das ist wesentlich wahrscheinlicher, als dass sich, sage ich mal, Silber jetzt noch mal halbiert. So, wenn das passiert, wenn Silber sich verdoppelt, können Sie sich ja vorstellen, dass dann mit solchen völlig unterbewerteten Gold- und Silberaktien passiert. Ja, was kann man noch tun? Also man muss eben solche Penny Stocks mit großen Aktien kaufen. Hier abgebildet ist ja unser Beispiel Max Resources, das ich immer gelegentlich erwähnt habe, so als, sage ich mal, Aktie, die ist jetzt die Tage auch aufgebrochen, ist im Augenblick auch bei 40 Cent, als wir sie im November das hier das letzte Video dazu gedreht haben, war sie noch 20 Cent, ist, glaube ich, zwischendurch auf irgendwo 60 bis 80 Cent gestiegen, ist dann aber auch wieder zurückgekommen, ungefähr auf 30 Cent, hat sich auf 40 Cent erholt. Ich meine, das ist zum Beispiel, da hoffen wir, dass sie eben demnächst eben irgendwo 1 Dollar schafft und natürlich, wenn dann der Boom weitergeht, in den Mehr-Dollar-Bereich geht und vielleicht am Ende sogar 5 bis 10. Ich meine, klar, weiß man nicht, das ist hochrisikoreich. Muss das auf alle Fälle auf mehrere Aktien vertreiben, aber sowas kann eintreten, gerade wenn ein wirklicher Goldbullenmarkt vorliegt. Das ist auf keinen Fall hier irgendeine Kaufempfehlung, sondern soll nur als Beispiel illustrieren. Ja, 1000 Becker Report. Also wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, eben nach moderatem und hohem und sehr hohem Risiko zu ordnen, eben diesen Potenzialfaktor aus der Marktkapitalisierung, Grad des Goldes, Länderrisiko,
Anzahl Unzen zu berechnen. Ja, wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Was kauft man, wenn dieser Boom vorbei ist? Und auch bei Interesse kann ich Ihnen auch einen Portfoliovorschlag zusammenstellen mit persönlicher Beratung. Das finden Sie alles unten im Anhang verlinkt. Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Interessantes Unternehmen, ist zu jeder Zeit an Gold und Silber kommen. Sie können unkompliziert, können Sie Gold und Silber per Überweisung quasi haben Sie dann sofort ist es im zollfrei Lager in der Schweiz angeleitet, genauso leicht ist der Verkauf, ist sicherlich mal interessant anzusehen. Vergleichsportale immer anzusehen, gold.de, bevor Sie überhaupt physische Ware kaufen, ist sinnvoll. Ja, ansonsten noch, mit welchem Broker können Sie arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, mehr Informationen zu Goldaktien, Literatur, Langfristcharts, Diskussionsformen wie COCAs verlinkt, Wissen von eben Edelmetallexperten wie Uwe Bergold, also Videos etc. sind verlinkt. Wenn Sie Fragen, Zustellungsprobleme oder Anregungen haben, scheuen Sie sich nicht, mich einfach anzurufen. Sobald ich die Zeit finde, würde ich Sie dann zurückrufen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit zugesagt haben. Ja, mal besten Dank und bis zum nächsten Mal.